Grüß euch, grüß euch, grüß euch, liebe Zuseher. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, Hundehaltung im Allgemeinen ist kein Kindergeburtstag, das wissen wir alle. Ja, die Schattenseiten der Hundehaltung zwischen Liebe und Last. Wie komme ich auf dieses Video? Nun schauen Sie, auf Facebook gibt es da eine Gruppe, die wurde erstellt von Leuten aus meiner Ortschaft, wo alle Leute, die hier leben, zur Gruppe beitreten und ja, verschiedenste Dinge reinposten. Sie kennen das sicher. Leider ist es so, dass in unserer Ortschaft, obwohl es eine sehr hundefreundliche Ortschaft ist, auch nicht selten Hundebashing auf dieser Seite im Facebook vorkommt. Ärgert mich immer, denn häufig ist dieses Hundebashing zu Unrecht verfasst und übertrieben. So auch letzter Post. Es war zwar jetzt einige Monate Ruhe, wenn es um Hundebashing geht, aber jetzt ist da wieder einer eingefahren. Da ging es um einen Platz, wo auch Kinder herumlaufen, der soll angeblich total zugekackt sein. Zufälligerweise bin ich dort mit Vito öfter unterwegs und ich kenne auch einige Hundebesitzer, die dort auch unterwegs sind. Und von zugekackt sind wir Lichtjahre entfernt. Ich war erst gestern wieder mit Vito dort und habe eine Hinterlassenschaft eines Hundes gesehen. Aber wir sind von zugekackt Lichtjahre entfernt, also ja, wurscht. Es wird hier häufig übertrieben. Es ist natürlich nicht notwendig und ich kann Ihnen versichern, wenn ich mit Vito in der Ortschaft unterwegs bin, habe ich meine Säckchen dabei und überall dort, wo es ein Geschäft verrichtet, wird das von mir weggeräumt. Und die meisten aller Hundebesitzer, die ich in Neudörfl kenne, ich kenne sehr viele, tun das ebenfalls. Es gibt aber 2, 3, die darauf pfeifen, die das nicht tun. Ja, und zum Handkuss kommen dann wir. Denn die Leute, die Hunde vielleicht generell nicht mögen, ja, sehen auch dann uns als Verursacher dieser Missetat. Ja, ist aber nicht so. Ne? Aber selbstverständlich verstehe ich das, wenn Sie als Vater oder als Mutter sauer sind, wenn Ihr Kind mit Hundekacke beschmutzten Schuhen nach Hause kommt, weil er da durchgelaufen ist. Das ist nicht notwendig und als verantwortungsvoller Hundebesitzer sind Sie dafür verantwortlich, dass das eben nicht geschieht. Schauen Sie, wenn ich am Feld oder im Wald bin, dann räume ich das nicht weg. Und würde mich dort jemand auffordern, das zu machen, würde ich ihn fragen, ob er nicht alle Tassen im Schrank hat. Ja, aber in der Ortschaft tue ich das. So lebt man am besten miteinander, also mit Nicht-Hundebesitzern als Hundebesitzer. Meine Meinung. Ja, immer ein bisschen auch auf die anderen Leute denken. Vor einigen Tagen erfuhr ich von einem Labrador-Rüden, etwa 1,5 Jahre alt, der abgegeben werden soll, weil die Familie mit diesem Hund nicht mehr klarkommt. Kinderreiche Familie, der Hund kommt mit den Kindern nicht klar, behauptet, sein Spielzeug durch Körpereinsatz, andere hat noch nicht gebissen, doch so wie es mir erklärt wurde, und mir wurde das recht detailliert erklärt, fehlt nicht mehr viel, liebe Zuseher. Also das haben die Besitzer erkannt, wollen ihn hergeben. Ja. Ich kann Ihnen nicht helfen. Dieser Hund ist diesbezüglich eine große Nummer und würde ich versuchen, bei der Vermittlung dieses Hundes zu helfen, hätte ich eine Teilverantwortung gegenüber dem Werdegang Hund und neuer Besitzer. Und ich sage Ihnen was, dieser Hund gehört in die Hände eines Besitzers ohne Kinder, eines sehr erfahrenen Besitzers, denn nochmal, ich habe detaillierte Beschreibungen über den Hund bekommen und der ist eine große Nummer. Ein Labrador mit äußerst starkem Feuer, sehr pflegelhaften Benehmen, da hat irgendwas in der Erziehung nicht gestimmt. Ja, ich musste die Hilfe bei der Vermittlung leider ablehnen. Tut mir sehr leid, aber ich habe die Zeit nicht, mich auf den richtigen Besitzer zu forcieren. Ich habe andere Dinge auch zu tun, obwohl ich diesem Hund wirklich, wirklich nur das Beste wünsche. Aber solche Dinge gibt es oft. Ja. Nochmal, Hundehaltung ist kein Kindergeburtstag. Viele Menschen da draußen, die noch nie einen Hund hatten, sich sehnlichst einen Hund wünschen und sich dann ihren ersten Hund nehmen, sind häufig schon in den ersten Monaten überrumpelt. Vom Stress überrumpelt. Ist so. Schauen Sie, es beginnt damit, und ich habe das schon öfter
erlebt. Die neuen Neo-Hundebesitzer sagen, pass auf, wenn wir den Welpen mit 8 oder 9 Wochen erwerben, machen wir das ganz gescheit. Zuerst gehe ich 3 Wochen in Urlaub, dann gehst du 3 Wochen in Urlaub, somit sind wir 6 Wochen beim Hund zu Hause und dann passt das schon. Dann hat er sich sicher daran gewöhnt, dass er jeden Tag 8 oder 9 Stunden alleine ist. Liebe Zuseher, in der Realität sieht das meistens ganz anders aus. Dass das Ganze funktionieren muss und auch funktionieren kann, ja, das wissen wir. Denn würde das nicht gehen, hätten ja nur Rentner oder Pensionisten Hunde. Also es unzählige Haushalte, wo beide Partner arbeiten gehen, haben Hunde, die während der Arbeitszeit zu Hause sind. Das funktioniert schon, ja. Doch es ist ein steiniger Weg dorthin. Sie wissen, wie das ist. Ja. Stubenreinheit, Futteranpassung, Futterunverträglichkeit. Der Hund hat als Junghund bei der Heranführung ans richtige Futter häufig Durchfall, kann das nicht halten und so weiter und so fort. Oh, Sie wissen, was da los ist. Viele Leute sind schon in dieser Zeit überrumpelt und geben die Hunde noch als Junghunde her, weil sie das Ganze unterschätzt haben. Die Hunde kommen dann in die Pubertät, pflegelhafte Phase. Häufig wird zu Hause was kaputt gemacht, aus Protest, aus Langeweile. Und das sind nicht nur Hausschuhe, das sind Mobiliar, das sind Lebensmittel, das sind Zahnpasten, die aufgefressen werden. Ich hatte einen Arbeitskollegen, dessen Bullterrier eine ganze Tube Zahnpasta gefressen hat. Wundert mich, dass der Hund nicht daran gestorben ist. Er hat die gefressen, er hatte nicht mal Durchfall. Ja, ein Eisenfresser. Ja, lauter so Sachen. Ja. Viele schmeißen da das Handtuch in der Pubertätsphase der Hunde und geben sie ab. Häufig ist die Sauberkeit ein Argument später dann. Man hat das unterschätzt, ist vielleicht ein Sauberkeitsfreak. Na, muss man nicht unbedingt ein Sauberkeitsfreak sein, aber Sie wissen, Hunde haben Fell, außer Nackthunde. Und die haaren nun mal, die einen mehr, die anderen weniger. Da muss man mit dem Staubsauger dahinter sein. Da hat man auf Bekleidung, so wie ich heute die Weste anhabe. Ich habe heute schon mit Vito geknuddelt und geschmust und brauchte dann 10 Minuten, bis ich alles Hundefell aus der Weste draußen hatte. Ja, das hat man im Mobiliar, das hat man am Küchentisch teilweise, wenn der Hund nach Hause kommt, sich schüttelt oder zwischendurch man schüttelt. Die Hunde bringen von draußen Schmutz mit den Pfoten hinein. Sie können das eventuell versuchen zu vermeiden, wenn Sie das so machen wie ich. Ich habe draußen immer ein Handtuch hängen und wenn ich nach Hause komme, bevor ich eintrete in die Wohnung, werden seine Pfoten sauber gemacht. Doch, ja, Sie wissen, was ich meine. Hunde machen nun mal Schmutz und manchen Leuten wird das erst dann später klar. Molosser, wenn sich die schütteln, fliegen die Fetzen, der Sapper. Und das biegt dann mal am Spiegel oder auf irgendeinem Mobiliar oder in ihrem Gesicht. Und so kann alles passieren. Ja, viele Leute kommen dann damit nicht mehr klar und sagen, na, das habe ich mir nicht so vorgestellt und geben die Hunde ab. Ja. Das mühsame Gassi gehen, das für manche Leute wirklich zur Mühsamkeit wird. Ja. Also ich liebe es, ja, aber dazu etwas später und die meisten von Ihnen auch. Aber schauen Sie, Sie müssen bei jedem Wetter raus, egal ob es bitterkalt ist, ob es brennend heiß ist, ob es stürmt, ob es regnet, wie es kübeln. Sie müssen raus mit dem Hund. Egal, ob Sie krank sind mit 39 Grad Fieber. Meine Frau und ich hatten zur gleichen Zeit Corona mit knapp 40 Fieber. Und ich weiß, ich kann Vito niemanden geben außer meiner Frau, damit er mit ihm geht. Und ich hätte das auch nicht gewollt. Ich betonierte mich zu mit fiebersenkenden Mitteln und war mit ihm unterwegs, genauso oft und genauso lang wie im gesunden Zustand. Der Hund muss raus. Ich persönlich halte nichts von solchen Hilfsmittelchen, wo Hunde ähnlich wie Katzen zu Hause auf die Toilette gehen. Ja, das ist für mich ein Schmafu. Ein Hund gehört raus, der hat sein Geschäft draußen zu verrichten und nicht zu Hause. Ja. Das ist meine Meinung. Ja. Aber das müssen Sie tun. Viele Leute unterschätzen das. Ja. Ich schon wieder raus. Und im Endeffekt geschehen dann bei solchen Leuten zumeist 2 Dinge. Entweder sie reduzieren den Spaziergang mit ihrem Hund, wenn sie keinen Garten haben, nur auf einmal am Tag, ja, was ein Wahnsinn ist. Ja. Oder sie geben den Hund her, weil es ihnen zu mühsam ist. Ich kannte Leute, die sind mit ihrem Hund einmal am Tag rausgegangen. Kurz 2-3 Mal entleeren und wieder nach Hause.
Das ist Tierquälerei, lieber Zuseher, sonst nichts anderes. Und wenn diese Leute dann sagen, na, das muss er aushalten, dann würde ich diesen Menschen am liebsten einen Kübel Wasser einflößen, sie unten abbinden und nachher sagen, so, und jetzt wirst du das aushalten. 15 oder 16 Stunden lang, ja, ist so, ja. Fortgehen. Viele Menschen sind Leute, die gerne unterwegs sind, gern mal ein Restaurant, einen Club besuchen, auf Besuch gehen, den Hund nicht mitnehmen können. Ja. Häufig ist es ist das ein psychischer Druck. Also die haben den Hund immer im Hinterkopf drinnen. Ja, was macht der Hund jetzt, wenn wir nicht da sind? Die einen denken sich, ja, jetzt ist er arm, jetzt ist er einsam, ja, was auch der Fall sein wird. Ja. Und die anderen denken sich wieder, hoffentlich macht er mir nichts kaputt. Hier wieder oftmals der Spaß am Fortgehen, irgendwie, wie soll ich sagen, verdorben. Ja. Viele können das handeln psychisch, die kommen damit klar, anderen wird das zu viel, die kommen mit dem Druck nicht mehr klar und denken sich, eigentlich wäre ich ohne Hund besser dran und geben den Hund her. Ja. Ist so. Hund alleine lassen. Fortgehen. Gerade gesagt, Hund alleine lassen. Kann der Hund überhaupt alleine bleiben? Das Gewöhnen ans alleine bleiben. Was machen Sie, wenn der Hund nicht alleine zu lassen ist? Es gibt viele Hunde, die nicht alleine bleiben können. Wo Hundebesitzer dazu verurteilt sind, sie überall hin mitzunehmen, egal wo sie hingehen. Das ist so, ja, weil es einfach nicht funktioniert. Es gibt allerdings auch Leute, die Hunde in dem Fall, wie zum Beispiel, ich kannte jemanden, der sperrte seinen Hund jedes Mal, wenn er wegging, in die Garage ein. Ja, er hat es dort nicht schlecht. Die Garage war beheizbar, also im Winter hatte er es wohlig warm und er dreht ihm den Radio auf angenehme Lautstärke, damit er sich nicht einsam fühlt. Er hatte dort sein Plätzchen neben dem Auto. Es ging ihm dort nicht schlecht, ja, aber andere Leute haben die Möglichkeit nicht, den Hund in derartige Räumlichkeiten wegzusperren, wo er nichts tun kann, wo er es gut hat, ja, in der Zeit, wo sie nicht da sind. Ja. Besuch empfangen. Viele von den Hundebesitzern sind sehr gesellige Menschen und empfangen gerne Besuch zu verschiedensten Anlässen. Einfach nur so oder zu Geburtstagen oder sonstigen Feiertagen, haben aber einen Hund zu Hause, der Besuch nicht akzeptiert. Einige Menschen kommen damit zurecht, sperren ihn in ein anderes Zimmer ein zum Beispiel oder hängen ihn an die Leine, während Besuch da ist. Die anderen geben ihnen einen Maulkorb rauf. Die wiederum empfangen überhaupt keinen Besuch mehr, weil sie ihren Hund das nicht antun möchten und aber wissen, dass das nicht geht, dass Besuch kommt und so weiter. Viele kommen damit nicht zurecht und sagen, ja, ohne Hund wäre das alles viel einfacher, ich gebe ihn her. Ja, ist so. Urlaub. Machen Sie das mit dem Urlaub. Viele Hundebesitzer lieben es, in den Urlaub zu fliegen oder zu fahren. Ja. Viele nehmen ihre Hunde mit, buchen Hotels, wo Hunde erlaubt sind. Ja. Viele Hundebesitzer geben ihre Hunde in Hundepensionen, während sie in den Urlaub fahren. Ich könnte das nicht. Ich würde meinen Hund niemals in eine Hundepension geben und 14 Tage in den Urlaub fliegen. Wer erklärt meinem Hund, dass ich wiederkomme? Der sieht nur, ich habe ihn verlassen. Und jeder, der sagt, das macht dem Hund nichts, das macht dem Hund nichts, ist hier auf dem Holzweg, lieber Zuseher. Mir wurde mal gesagt von einem Besitzer einer Hundetagesstätte, also die Hunde fühlen sich bei mir wohler als bei ihren Besitzern. Wenn die Hunde zu mir kommen, freuen sie sich, und wenn sie wieder gehen müssen, nach Hause gehen müssen, sind sie regelrecht deprimiert. Ja, dann kann es nur so sein, dass diese Hunde schlecht gehalten werden. Denn wenn sie ihren Hund gut halten, dann wird er niemals bei einem Fremden glücklicher sein als bei ihnen. Und das ist nun mal so. Und da können Sie mir jetzt tausendmal widersprechen, Sie haben Unrecht. Ja, sobald ein Hund sich in einer Hundepension wohler fühlt als bei Ihnen, dann stimmt da irgendetwas nicht. Ja. Egal, ja. Ich würde das meinem Hund nie antun. Hundetagesstätten sind gut, wenn sie arbeiten gehen, den Hund über die Zeit, wo sie in der Arbeit sind, in diese Hundetagesstätte verfrachten und ihn am Abend nach der Arbeit wieder abholen. Der Hund hat sich im Nu an diesen Rhythmus gewöhnt und weiß, wenn Sie ihn in der Früh dorthin bringen, holen Sie ihn am Abend wieder. Aber wenn Sie einen Hund einmal oder zweimal im Jahr für 14 Tage oder 3 Wochen in solch einer Hundepension abladen und in den Urlaub fliegen, versteht der Hund das nicht. Ja. Sie brechen ihm das Herz und viele tragen da seelische oder psychische Probleme davon, von diesen Dingen. Ja, und da streite ich mit jedem Hundetagesstättenbesitzer, mit jedem. Ja. Klar verteidigen die das, denn das ist ja geschäftsschädigend, was ich da jetzt gerade sage, aber es entspricht eben der Wahrheit. Es ist so. Ja. Also wie gesagt, Urlaub. Und viele Leute wollen auf den Urlaub aber nicht verzichten und sagen dann, ja, ohne Hund wäre es einfacher. Geben den Hund her. Verträglichkeit.
viele Hunde vertragen sich mit anderen Hunden nicht. Das hat oftmals nichts mit, gestörten Sozialverhalten zu tun. Das ist ein Irrglaube, dass heute jeder Hund verträglich sein muss. Weshalb, das ist völlig wider der Natur eines Hundes. Ja. Normalerweise wird ein fremder Hund von einem selbstbewussten Hund zuerst mal dominant begrüßt. Das ist ein völlig normaler Vorgang. Bei einigen Hunden stärker ausgeprägt, bei anderen Hunden weniger stark ausgeprägt, aber es ist normal, dass mein Hund einen fremden Hund begrüßt und sofort mit der Rute wedelt und spielen möchte, und das ist normal, das ist ein Irrglaube, das ist ein Schwachsinn. Ich weiß nicht, wer das begonnen hat zu verbreiten, aber scheinbar ist das heute die Ansicht der meisten Hundebesitzer, dass Hunde im Normalfall verträglich fremden Hunden gegenüber sind. Na, normalerweise begegnen sie zuerst einmal dominant. Ja. Aufpassen, weil ich bin stark, ja, und jetzt können wir uns untersuchen, das ist ein normales Verhalten. Ja. Und dann stellt sich heraus, ob man Freund wird oder nicht. Ja. Ist halt so, dass halt viele Hunde kastriert sind und bei Rüden zum Beispiel jetzt dieser fehlende Testosteroneinfluss dann dazu führt, dass diese Hunde generell spielend auf fremde Hunde zulaufen und so, und das wird dann als verbunden mit Normalität. Auch sollten nicht kastrierte Rüden so funktionieren und so weiter, das ist der Schwachsinn. Ja. Wurscht. Viele Leute kommen mit der Unverträglichkeit ihrer Hunde anderen Hunden gegenüber nicht zurecht. Häufig resultieren daraus mehr oder weniger schwere Probleme. Ich kann ein Lied davon singen, das sage ich Ihnen. Manche Menschen schütteln das ab, kommen damit zurecht, stehen da voll hinter ihrem Hund, haben tragende Argumente in solchen Situationen. Andere Leute sagen, na, das ist mir zu viel, ich komme mit dem nicht mehr zurecht, ich gebe meinen Hund her. Schauen Sie, wissen Sie, wie oft mir es geschieht, dass Hunde in mich hineinschießen? Ich weiß von Leuten, speziell von Besitzern von kleinen Hunden, ja, die sich oft darüber beklagen, es ist schon wieder ein kleiner Hund von einem großen schwer verletzt worden und so weiter und so fort, selbst aber nicht auf ihre Hunde aufpassen. Mir geschieht das regelmäßig, dass kleine Rüden dominant in mich hineinschießen. Erst letztens hatte wieder ein kleiner Rüde viel Glück, als er dominant in uns hineingeschossen gekommen ist, dass ich Vito derartig unter Kontrolle hatte, und verhinderte, dass mein Hund diesen kleinen Hund nicht schwer bedient. Ja. Der hatte Glück. Im Endeffekt hätte es wieder geheißen, großer Hund verletzt den kleinen Hund und ich hätte dann vielleicht Schwierigkeiten bekommen. Ja. Aber viele Leute kommen mit derartigen Sachen nicht zurecht. Es gibt Schwierigkeiten mit anderen Hundebesitzern, wenn so etwas ist und sie sagen, das ist mir zu viel, geh mir einen Hund her. Ist so. Abneigung Hunden gegenüber generell. Wir wissen, es gibt immer und überall Leute, die Hunde nicht mögen. Es gibt Leute, die Angst vor Hunden haben. Also, denen kann man nichts vorwerfen. Es ist nun mal so. Die haben schlechte Erfahrungen mit Hunden gemacht. Ich kann niemandem böse sein, wenn er sich vor Hunden fürchtet. Ja. Ich kann Leute nicht leiden, die Hunde generell nicht mögen. Ja. Die sagen, Köter sind scheiße. Ja. Also, diese Leute finde ich scheiße. Ja. Es gibt auch Kulturkreise, bei denen Hunde nicht als Schmusekameraden angesehen werden. Und erst kürzlich habe ich auf Facebook auch auf einem Post einen Kommentar gelesen, wo ein Herr aus einem gewissen Kulturkreis geschrieben hat, er sieht Menschen, die mit Hunde schmusen, als Schweine an. Ja. Aber was soll ich Ihnen jetzt sagen? Der Herr hat höchstwahrscheinlich als Gastland das falsche Land gewählt. Ja. Bei uns ist es nun mal so, dass Hunde geliebte Lebensbegleiter dastehen. Ja, und nicht so wie in anderen Ländern, und das sage ich nicht nur so heraus, eingefangen werden, in Säcke gesteckt werden, die Säcke zugebunden werden und bei Brücken in Becher runtergeworfen werden als Lebendiger. Aus diesem Grund fasste ich schon mal eine fristlose Entlassung aus in einer Firma, da ich einen Herrn aus Nordafrika gewürgt habe und schlagen wollte, aber meine Arbeitskollegen haben mich dann weggezogen, denn der hatte das als Kind gern gemacht, früher als Zeitvertreib. Ja,
mit dem muss man klarkommen. Man ist nicht immer gern gesehen mit Hunden. Manchmal erntet man böse Blicke. Auch hier in Neudörfl, wie gesagt, noch einmal. Diese Ortschaft ist recht hundefreundlich, möchte ich sagen, aber nicht jeder mag Hunde. Und manche lesen dann in dieser Gruppe, dort ist alles verkackt, und wenn sie dann mit ihrem Hund gehen, obwohl sie eigentlich unschuldig sind, werden sie von diesen Leuten mit bösen Blicken angesehen. Ne? Sagt keiner was, aber man spürt das. Ja? Vielen Leuten ist doch das zu viel. Ja? Die leben dann in einer Ortschaft, wo es generell eher mehr Leute gibt, die Hunde weniger mögen. Ja, aus verschiedensten Gründen. Auch die sagen, ja, ohne Hund war es einfacher. Ich gebe den Hund her. Auch die Finanz ist ein Argument in der Hundehaltung. Finanz, Steuern. Bei manchen Hunden höhere Steuern, bei manchen Hunden niedrigere Steuern. Wir wissen, speziell bei den Listenhunden in Deutschland ist es teilweise horrend, was da an Steuern gezahlt werden muss. Ausrüstungsgegenstände. Ja, ist nicht wirklich ein großes Thema, aber man braucht Ausrüstung, angefangen von Maulkorb über Futter und Wassernapf, über Leinen etc. etc. Tierarztkosten, es kann immer was anfallen. Ja? Und meistens kommt alles auf einmal. Jetzt haben Sie eine große Reparatur beim Auto. Im selben Moment erleidet Ihr Hund einen schweren Infekt, und dass Tierärzte schweineteuer sind, wissen wir. Also das ist teilweise, ja, grenzt es schon an einem Verbrechen, was die wollen von einem. Ja, das ist so, muss ich leider sagen. Gott sei Dank gibt es Tierärzte, aber was die teilweise nehmen, das ist ja jenseits von Gut und Böse. Also kann ich ein Buch schreiben auch über das, leider. Ja. Und häufig scheitert es dann an der Finanz. Leute können sich die Hunde dann nicht mehr leisten oder wollen sie sich nicht mehr leisten und geben sie her. Also liebe Zuseher, es ist so, und speziell gerichtet an Neo-Hundebesitzer, also an Leute, die in Zukunft vorhaben, sich einen Hund zu nehmen, ihren ersten Hund zu nehmen. Nochmal, Hundehaltung im Allgemeinen ist alles andere als ein Kindergeburtstag. Es gibt tatsächlich Schattenseiten in der Hundehaltung. Aber, liebe Zuseher, nachdem wir nun die Schattenseiten der Hundehaltung beleuchtet haben, ich musste jetzt was vorlesen, das habe ich mir fein säuberlich zusammengeschrieben, das war mir ganz wichtig, und ich möchte das, oder gestatten Sie mir, dass ich meine Augen jetzt abwende und das wirklich vorlese. Das ist ganz wichtig, dass ich das jetzt noch bringe. Nochmal, nachdem wir nun die Schattenseiten der Hundehaltung beleuchtet haben, dann möchte ich betonen, dass trotz aller Herausforderungen die Freude und die Liebe, die uns unsere vierbeinigen Freunde schenken, all das bei Weitem überwiegen. Ein Hund bereichert unser Leben auf vielfältige Weise. Er ist der treueste Begleiter, der beste Freund und oft sogar unser Beschützer. Ja, es erfordert Hingabe und manchmal auch Opfer. Aber die Belohnung sind unvergessliche Momente, gemeinsame Abenteuer und bedingungslose Zuneigung. Und das macht die Hundehaltung trotz großer Herausforderungen zu einer der schönsten Erfahrungen, die man im Leben machen kann. Ja, liebe Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war schön.